Ich habe mal wieder so einiges aufgebraucht und da mein Kulturbeutel überquillt und da auch keine weiteren aufgebrauchten Produkte mehr reinpassen, dachte ich, es wäre mal wieder an der Zeit für einen Trash Talk. Ich fange mal an mit meinem Gesichtswasser, das ich mal wieder aufgebraucht habe, weil ich es schlichtweg täglich 2 bis 3 Mal verwende. Es ist einfach eins meiner liebsten Produkte. Da ist 4% Niacinamid enthalten, 2% Ectoin, 2% Panthenol und auch noch Grünteeextrakt. Ich liebe dieses Gesichtswasser einfach auch unter anderen Produkten, weil sie sich auch dann auf angefeuchtete Haut deutlich besser verteilen lassen. Ich habe auch übrigens in meiner Podcast-Folge über Actives für EinsteigerInnen gesprochen. Also falls euch das interessieren sollte, was es mit Niacinamid, Ectoin und Panthenol auf sich hat und welche Vorteile diese Inhaltsstoffe mit sich bringen, ich verlinke euch die Folge einfach unten in der Infobox und dann könnt ihr sehr, sehr gerne mal reinhören. Dann habe ich in meinem Aufgebrauchtbeutel auch noch einige Drogerieprodukte, wobei ich glaube, dass es sogar hauptsächlich Drogerieprodukte sind. Naja, ich fange mal an mit dem Balea Med Ultra Sensitive Waschlotion, beziehungsweise mit der Balea Med Ultra Sensitive Waschlotion. Und die fand ich auf jeden Fall ganz in Ordnung, vor allem für Drogerieverhältnisse. Hat sich gut verteilen lassen, hat gut geschäumt, hat meine Haut jetzt nicht zu stark gereizt. Ich habe das ab und zu sogar zum Haarewaschen verwendet und bin ganz gut damit zurechtgekommen. Würde ich mir jetzt erstmal nicht nachkaufen, weil ich noch genug andere Reinigungsprodukte da habe, vor allem aus der Drogerie. Ich versuche das nach und nach alles aufzubrauchen, aber das würde ich erstmal einfach nicht nachkaufen aufgrund der Tatsache, dass ich noch genug anderes Zeug da habe. An sich ist das auch okay formuliert. Hier ist ein Zuckertensid enthalten, Glycerin, dann ist auch noch Natriumcocoylsulfat drin. Das ist jetzt nicht unbedingt das hautfreundlichste Tensid, allerdings wurde es halt mit hautverträglicheren Tensiden kombiniert, wodurch dessen Irritationspotenzial herabgesetzt wird. Ist auch komplett unparfümiert, ohne deklarationspflichtige Duftstoffe, also auch eventuell für Duftstoffallergiker und Allergikerinnen einen Blick wert. Dann habe ich hier den Baby Dream Extra Sensitive Waschschaum und ich muss euch echt sagen, dass ich ein riesengroßer Fan von solchen Schäumen bin, weil ich sie einfacher in der Handhabung finde, weil man dann eben nicht ewig und 3 Tage in der Hand das Ganze aufschäumen muss. Also alle, die so ein bisschen motorisch eingeschränkt sind, können sich solche Waschschäume auf jeden Fall mal anschauen. Und das Ganze hier ist auch recht mild formuliert. Wir haben Zuckertensid drin, wir haben auch ein Betain enthalten, dann ist auch noch Panthenol enthalten, welches zusätzlich das Irritationspotenzial von Tensiden herabsetzen kann. Mochte ich ganz gerne, wobei ich das im Gesicht nicht so gern benutzt habe, weil es doch arg in meinen Augen gebrannt hat. Das hier fand ich tatsächlich nicht ganz so toll und zwar ist es der Balea Waschschaum Underwater Friends. Ich lümmel ja sehr, sehr gerne in der Kinderabteilung rum und schaue, welche Produkte ich dort ausprobieren kann. Aber das hier hat mir überhaupt nicht gefallen, was unter anderem an der Beduftung riecht. Was unter anderem an der Beduftung liegt, denn hier steht, duftet nach Unterwasserspaß und ich weiß nicht genau, was das für eine Duftrichtung sein soll, aber mir persönlich war das einfach zu drüber, viel zu blumig und viel zu intensiv, weshalb ich es auch ungern im Gesicht verwendet habe, aber zum Händewaschen und zum Duschen war das auf jeden Fall okay und ist auf jeden Fall auch mild formuliert, enthält milde Zuckertenside, aber ja, die Parfümierung war mir persönlich einfach too much. Dann habe ich hier noch 2 Shampoos und zwar einmal das Isana Liebt die Erde Shampoo mit Pfirsich, was ich nur okay fand. Habe ich aber auch geschenkt bekommen und versucht nach und nach aufzubrauchen. Werde ich nicht nachkaufen, weil es mich einfach nicht überzeugt hat. Dann habe ich hier noch das Balea Med Ultra Sensitive Shampoo. Das fand ich tatsächlich gar nicht mal so verkehrt und würde es mir auch nachkaufen, weil ich gut damit zurechtgekommen bin. Vor allem für Drogerieverhältnisse ist das kein schlechtes Shampoo. Ist komplett unparfümiert, lässt sich easy verteilen, schäumt ganz gut und auch die Reinigungsleistung reicht für mich persönlich aus. Hier ist zwar auch wieder Natriumcocoylsulfat, aber auch das wurde mit hautfreundlicheren Tensiden kombiniert, wodurch dessen Irritationspotenzial herabgesetzt wird. Ich bin, wie gesagt, wunderbar damit zurechtgekommen und auch meine Kopfhaut hat das richtig gut vertragen, weshalb ich das zumindest nachkaufen würde. Diese Spülung muss jetzt einfach weg, weil die schon zu lange in meiner Dusche rumsteht und ich sie einfach nicht aufgebraucht bekomme, weil ich damit nicht so gut zurechtkomme. Und zwar ist das die New Piece of Summer Refresh with New Peach Spülung und da fand ich einfach auch die Handhabung, die Performance nicht ganz so gut, weil man sehr, sehr schnell zu viel davon erwischt hat, obwohl man jetzt nicht so viel Produkt hatte und dadurch sahen dann die Haare halt extrem fettig aus. Hat man zu wenig genommen, hat sie irgendwie nichts gemacht und hat man zu viel genommen, sahen die Haare unfassbar fettig aus und so eine Menge dazwischen gab es irgendwie selten, weshalb die jetzt in den Müll kommt und weshalb ich die mir auch nicht nochmal kaufen würde.
Die Sauber 3 in 1 Dusche, Shampoo, Pflegespülung fand ich auf jeden Fall okay, aber mir persönlich hat die Reinigungsleistung nicht ausgereicht, weshalb ich das nicht nachkaufen würde. Dann habe ich hier noch eine Isana Pflegedusche, die ich geschenkt bekommen habe ich aufgebraucht, wird aber nicht nachgekauft, weil ich einfach genug Waschstücke habe, mit denen ich wunderbar zurechtkomme. Und dann habe ich hier noch diesen Sun Tzu Cleanser von Isana, da hatte ich auch mein komplettes Video zu der Reihe gemacht und ich muss sagen, dass der jetzt einfach in den Müll kommt, weil ich mittlerweile gar keinen Bock mehr auf dieses Produkt habe, weil es mich so nervt, denn das ist einfach wie Seife in der Tube und ist wahnsinnig unangenehm auf der Haut und auf den Händen. Ich habe es ja immer mal versucht zum Händewaschen zu benutzen, aber meine Hände wurden danach so spröde und so trocken, dass ich das einfach nicht mehr benutzen möchte und ich das jetzt in den Müll befördern werde. Oh, dann habe ich hier noch einen Klassiker und zwar die Alpha-Son Repair Creme. Die basiert hauptsächlich auf Petrolatum und es ist auch noch ein Ceramid enthalten, welches die Barriereschutzfunktion der Haut unterstützt und ich habe auch in meiner ganzen Skincare-Zeit einige dieser Tuben aufgebraucht, weil das Produkt einfach so wunderbar verträglich ist. Es ist auch komplett unparfümiert und aufgrund des Petrolatums ist es eben auch schön okklusiv, somit wunderbar geeignet für den Winter, vor allem wenn es draußen kalt ist oder eben auch bei trockenen Stellen. Allerdings würde ich euch empfehlen, auch feuchtigkeitsspendende Produkte darunter aufzutragen, damit ihr einfach nicht nur dieses pure Fett habt. Um das Niacinamid-Serum von The Ordinary aufzubrauchen, habe ich wirklich ewig gebraucht, denn das enthält 10% Niacinamid und ich musste einfach feststellen, dass so hohe Niacinamid-Konzentrationen für mich persönlich nicht so gut funktionieren und an sich mochte ich das Produkt jetzt auch nicht so sehr. Also es war von der Performance jetzt nicht so toll und auch vom Hautgefühl. Klar muss man dahingehend immer Abstriche machen, weil man besonders günstige Produkte kauft, aber das hier würde ich mir definitiv nicht nachkaufen, weil wie gesagt, erstens die Niacinamid-Konzentration einfach zu hoch ist und zweitens ich die Performance jetzt nicht so überragend fand. Den Pink Balm Cleanser von Day Mellow fand ich tatsächlich gar nicht mal so verkehrt, vor allem was die Performance und das Hautgefühl angeht. Das war so ein typischer Cleansing Balm, der aber jetzt nicht zu fest von der Konsistenz war und den man halt easy aus dem Tiegel rausnehmen konnte und der auch einen richtig schönen Schmelzpunkt hatte. Das heißt, der ist relativ schnell auf der Haut zu einem angenehmen Öl geworden, hat wunderbar Make-up entfernt und auch wasserfeste Sonnencreme. Ich mochte den dahingehend richtig, richtig gut. Also der hatte auch eine richtig gute Reinigungsleistung und ließ sich auch easy mit Wasser wieder runterspülen. Was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, ist die Parfümierung, weil der einfach extrem nach Rose riecht. Und die Formulierung hat mir jetzt auch nicht so hundertprozentig zugesagt, weshalb ich, was Cleansing Balms angeht, einfach auch am liebsten bei meinem Reinigungsgelee bleibe, weil mir da die Formulierung einfach deutlich mehr gefällt. Und ich habe 2 weitere Reinigungsprodukte aus der Drogerie aufgebraucht und zwar einmal das 2-in-1 Shampoo von Pediprotect, welches mild formuliert ist, aber für mich persönlich als Shampoo nicht ausgereicht hat. Deshalb habe ich es zum Händewaschen verwendet. Dafür war es definitiv gut geeignet, auch zum Duschen war es nicht verkehrt, nur zum Haarewaschen hat einfach mir persönlich die Reinigungsleistung, aber auch die Performance nicht gelangt, weil es eben auch sich nicht so gut verteilen ließ. Also es hat sich jetzt nicht so gut aufschäumen lassen und ich brauche diesen Schaum, um das Ganze in meinen langen Haaren gut verteilen zu können. Aber wie gesagt, an sich ist das Produkt mild formuliert, keine deklarationspflichtigen Duftstoffe und zum Händewaschen allemal geeignet. Dann hatte ich noch ein Backup von diesem Sauber Ultra Sensitive Shampoo, welches ich wirklich großartig fand. Das ist mild formuliert, ließ sich auch ohne Probleme als Shampoo verwenden und auch zum Duschen war das großartig. Allerdings hat sich ja mittlerweile nicht nur die Verpackung, sondern die Formulierung geändert, weshalb ich da unbedingt mal schauen muss, ob ich mir das nochmal nachkaufen würde. Zum Schluss kommen wir noch zur Sonnencreme und zwar habe ich ja einmal das Sanozon Med Sonnenfluid mit SPF 50, was ich für Drogerieverhältnisse wirklich großartig finde. Das ist übrigens auch schon die neue Tube, weil ich die aufgebrauchte Tube bereits weggeworfen habe. Ich habe zu dieser Sonnencreme auch eine Sonnenschutz-Review gemacht, also falls euch interessieren sollte, wie die Inhaltsstoffe sind und wie dieses Sonnenfluid in der korrekten Menge auf meinem Gesicht aussieht. Ich verlinke euch das Ganze oben in dem i und unten in der Infobox. Es ist
ist für mich eine solide Sonnencreme, die vor allem für Drogerieverhältnisse richtig, richtig gut ist und eben auch günstig. 2 Sonnencreme-Produkte, die ich wirklich fürchterlich fand, sind diese hier. Und zwar ist das einmal die Sundance Kids Med Ultra Sensitive Sonnencreme mit SPF 50+. Und die ist auch schon von den Filtern jetzt nicht ganz so toll und nicht ganz so modern, aber hier ist eben auch der Alkoholanteil relativ hoch, wodurch sie mir einfach auch ständig in den Augen gebrannt hat. Und sie hat auch so einen unschönen, sehr klebrigen Film auf der Haut hinterlassen, weshalb ich sie wirklich nur zum Sport machen benutzen konnte. Und selbst da war das wahnsinnig unangenehm, sobald man angefangen hat zu schwitzen, weshalb ich persönlich diese Sonnencreme nicht so toll finde und sie auch definitiv nicht nachkaufen würde. Das Sonnenspray von Sundance hat sich ähnlich verhalten. Das ist so alkohollastig, dass einem das sofort in die Nase steigt, was ich persönlich nicht so toll finde. Und nach dem Auftrag hat sich das Produkt sehr klebrig, aber auch gleichzeitig fettig angefühlt, wodurch da auch ständig irgendwelche Insekten sich drin verfangen haben und dann auf der Haut verstorben sind, was ich persönlich nicht ganz so geil fand. Das ist für mich auch absolut kein Nachkaufkandidat, weil mir hier die Performance nicht gefällt und auch die Formulierung hat mich nicht überzeugt. Und ihr müsst bei Sonnensprays allgemein so ein bisschen aufpassen, was die Menge angeht, da diese Produkte tendenziell flüssiger sind im Vergleich zu den gängigen Sonnencremes und man dann eher dazu neigt, weniger aufzutragen. Das war's schon mit dem heutigen Trash Talk. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat und würde mich wie immer über ein Däumchen nach oben freuen und vielleicht sogar ein Abo, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.